Kommt auch ordentlich Wind. So, hallo. Moin, ihr Landratten. Moin. Moin, da sind wir wieder, Hamburg Hafen Live. Wir haben Flagge gehisst heute. Oh, du machst sie kaputt. Nein, mache ich gar nicht. Mache ich gar nicht. Extra für... Komm, ich mach das mal. Lass uns das mal machen. Ja. Du bist dazu irgendwie... Aber wenn man nah genug dran steht, kann man gut durchgucken. Ja, das stimmt. Ja, also so viel. Ja, Guck mal, die weht so schön. Torben ist wieder bei uns. Der hat die Flagge mitgebracht. Und ja, wir warten darauf, dass die Hanoi Express rausgeht. Wir hatten ja so ein bisschen überlegt, machen wir das. Es ist spät, es ist windig, es ist kalt. Aber hey, der Max ist an Bord von der Hanoi Express. Und da haben wir Der gesagt, Torben das, ist hier. Und ich das hab ist gesagt- Ehrensache. Und ich habe gesagt, hier ist jetzt schon so viel los. Hier fährt irgendwie ein Bulgar, da kommt noch links. Die stehen hier, sich die Beine im Bauch, hier fahren die ganzen Schiffe vorbei. Ja, ein Schiff nach dem anderen. Finde mal den Fehler. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, das ist Ehrensache, dass wir den Max verabschieden. Und ja, haben uns dann halt hier einfach kurzfristig nochmal versammelt und hoffen natürlich darauf, dass der Max dann auch mal den großen roten Knopf drückt. Ist der eigentlich rot? Ist der Typhon-Knopf auf den Schiffen rot? Nee, weiß. Weiß. Okay, den großen weißen Knopf. Ja, aber da kommt in der Tat ein Schiff. Ui. Oh, noch ein bisschen dunkel noch hier. Der kann auch mal ein Horn raushauen, da haben wir nichts gegen. Hier mit Flagge. Digga, mach mal. Ja, die denken, oh, was tut der? Ja, absolut. Bekloppte hier abends im Wind. Wir machen hier die Pausenclowns. Ja, Clown trifft es irgendwie schon ganz gut, oder? Ja, Aber egal. Wie heißt es so schön? Flagge zeigen. ja. Warum ist das da vorne eigentlich so hell, wenn du da rechts Ja, rüber das ist der guckst? Dom. Da kann Echt? ich gleich Jetzt mal ohne rübergehen. Witz? Das ist der Dom, ohne Das, Scheiß. dass da so hell scheint, ist der das Dom? ist der Dom. Wenn du ganz genau hinguckst, siehst du auch manchmal so einen großen, so einen Strahler, der da durchgeht. Okay. Ich werde gleich mal rumschwenken. Also das ist wirklich ganz krass, was der Dom hier an Licht raushaut. Guck mal, wie hell das ist. Da muss ich die Kamera richtig runterdrehen von der Helligkeit. Ja, wenn man ein bisschen abwartet und genau hinguckt, geht da manchmal so ein großer Strahler durch. Ja, hier ist die berechtigte Frage, wer ist denn Max? Jeder, der noch nicht lange genug dabei ist. Max ist ja nicht so häufig hier. Max ist Auszubildender zum nautischen Offizier, NOA, bei Hapag-Lloyd, ist aber, glaube ich, weitestgehend fertig. Ganz genau weiß ich nicht, wie sein Status ist. Auf jeden Fall fährt er jetzt gerade wieder auf der Hanoi Express. Er war auch schon 2-3 Mal bei uns im Stream und Max ist derjenige. Okay, ich frage mal den Chat. Erinnert ihr euch, was Max getan hat? Max hat für einen Running Gag gesorgt. Also wer erinnert sich daran, was Max getan hat? Bei einem Stream am Dockland. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendein Kreuzfahrer war das, glaube ich. Sicherlich AIDA. Das kann sein, ja. Das kann sein. Weiß es jemand? Ich warte mal ab. Hier schreibt schon jemand, blub blub, Mikro in der Elbe. Ja, ganz genau. Max ist derjenige, der das Mikro in der Elbe versenkt hat. So sieht das aus. Aber es ist echt so krass mit dem Gott, Licht. war ihm das unangenehm. Es war ihm so unangenehm. Und du lachst heute noch drüber, ne? Ja, es ist natürlich ärgerlich, aber hey, okay. Also es war eigentlich schon süß, wie unangenehm ihm das war.
Aber es ist auch wirklich, ich meine, es hätte ja auch elegant auf dem Steg landen können. Wäre ja auch gegangen. Nein, es ist komplett einmal da durchgerauscht. Genau durch diese dämliche Ritze. Das hat auch nicht irgendwo angeeckt, ne? Das ist so in einem durch, oder? Ja. Das ist nicht aufgeditscht. Ach ja, ich glaube ja. Hatte ich schon einen angeboten. Und er wollte nicht? Doch, er hat Doch. Schon leer. Sowas. Braucht man sogar Kiezmische mitgebracht. Wie cool. So. Man nennt ihn auch Mikromax, ja. In der Tat. Der Chat vergisst nicht. Das ist richtig. Ja, die Hanoi Express. Und wie wir ja jetzt auch erfahren haben, wir dachten ja, dass alle Schiffe der Hamburg Express-Klasse abgezogen werden aus Hamburg. Aber es bleibt uns doch ein bisschen was erhalten. Die Hanoi Express und auch die Singapore Express bleiben wohl erstmal in Hamburg stationiert. Finde ich gut. Ja, finde ich auch das gut. super. Ich meine, kann sich auch jederzeit ändern bei Hapag-Lloyd, aber erstmal Aber es kann sich ja so und so im Laufe der Zeit wieder alles ändern. Also Ja, wissen ganz tut man genau. das ja auch nicht. ganz genau. Und vorhin sind wir ja hier zum Blumendeiufer gefahren und nachts sind hier wirklich richtig die Baustellen aktiv. Und ich habe mich echt schon gewundert, was ist das für eine Baustelle? Aber es ist tatsächlich diese Das von der Fernwärmebaustelle. Fernwärme, ja, ne? ja, das ist das. Und die ist arbeiten hier echt Stelle. Tag und Nacht richtig mit Beleuchtung und allem. Also da passiert richtig was. Guck mal, Basti ist seit 9 Monaten dabei. Auf Twitch. Christa, Großartig. 2 Euro Superchat mit Grüßen aus dem Hintergrund. Dann haben wir Sir Falke. Er erneuert seinen Prime-Sub auf Twitch. Stefan Voltmar ist seit 8 Monaten auf der Reeperbahn dabei. Tommy Tulpe, jetzt auch wieder auf dem Fischmarkt dabei. 14 Monate schon insgesamt. Dann haben wir Wolwig mit 500 Bits und sagt, hat Schwester Hansen mittlerweile einen Entsafter für ihren Entsafter gefunden. Natürlich nicht. Das wäre ja was ganz Neues. Da kann ich mich, was war denn das nochmal für eine Nummer? Kann ich mich Anja gar hat nicht doch dran gesagt, erinnern. sie hat zwar einen Entsafter zu Hause, aber keinen, der den bedient. Ach so. Weißt du? Okay. Und jetzt brauchst du ja für ihren Entsafter auch einen Entsafter, ist ja klar. Okay, das kann man nach zweideutig sehen, aber gut. Wenn ich dich nicht hätte, ja. Lutz aus W, 19 Monate auf der Reeperbahn dabei. Und der Arndt, 9 Monate auf dem Fischmarkt. Max wollte unter Wassergeräuschen lauschen. Ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung. Auf den Dom wollten wir ja auch noch mal, ne? Ja, ich weiß nicht, wollen wir Torben mal ein bisschen ausnutzen, ob wir noch mal ein bisschen was über die Hamburg Express-Klasse erfahren, außer den Dingen, die ich seitdem erst dann Du auf der kannst auch Berlin Torben mal Express immer mein wieder Mikro geben. Dann. wiederhole. Ja, der weiß wenigstens Bescheid und da redet kein Simonsgarn. Ja, ich hatte ja so ein. Ich versuche dir das mal. Ich hoffe, das ist nicht zu dicht dran jetzt. Ich hoffe, es ist nicht Okay. zu laut. Ja, insgesamt 12 Neubauten, ne, von der Hamburg Express-Klasse. Ich glaube, mittlerweile sind sie auch alle. Warte mal, die Rotterdam war jetzt die letzte, die ist jetzt gerade unterwegs. Ne? Oder Bangkok. Nee, Bangkok ist ja jetzt vor 2 Tagen in Wilhelmshaven eingelaufen. Ah ja. Rotterdam ist auf dem Weg hierher und Fehlt noch eine oder sind wir Genova jetzt und Wilhelmshaven Express fehlen alles? noch. Ja, stimmt, okay. Die haben ja auch mittlerweile nicht mehr dieses Shipping for Cleaner Future vorne draufstehen auf dem Wavebreaker. Die haben ja auch so einen schönen, so einen Windshield. Ach ja, wie die diese großen, One-Schiffe. die One-Schiffe. Stimmt, irgendwo hatte ich ein Foto damit gesehen. Ja, 400 Meter lang, 61 breit, glaube ich, oder 62. 61 Meter. 23.600 und ein paar zerquetschte. 664. Toll. 664, oh, ich habe Aber das ist ja auch 660 geschrieben. so der Idealwert für die Rechnung. Maximal gehen ja auch im normalen Betrieb nur 22.000 ungefähr drauf.
Ja, also das man ist- hat, glaube ich, auch noch nie ein Schiff gesehen. Ich weiß, dass One mal irgendwann es drauf angelegt hat, um so einen Rekord aufzustellen, wie viele wirklich an Bord waren. Und ich glaube, das war irgendwas mit 22.000 noch was, die sie dann wirklich transportiert haben. Und ich glaube, diesen Nominalwert, auch die 24.000, die einige Schiffe haben, die wurden noch nie wirklich Das ist ja so transportiert. theoretisch, was möglich wäre. Ja, dabei muss man ja immer bedenken, das ist ja im Prinzip Liniendienst. In jedem Hafen kommt was rein, geht was runter. Ja. Und dass das nie genau aufgeht, ist auch klar. Ne? Für manche nicht so, habe ich festgestellt bei den Rundgängen. Die meisten gehen tatsächlich davon aus, dass das Schiff komplett entladen wird und dann wieder beladen in einem Hafen. Aber das ist ja nicht so. Ja gut, bei zum Beispiel... Hallo Annika. Hallo. Hallo, ich bin Patrick. Ja, weiß ich bin Annika, Max die Mama. Ach, von Max, die Mama ist da. Ach, wie süß. Oh, die ganze Familie. Ja, komm, wir haben Schön. extra hier Flagge gehisst. Oh, jetzt wird Max noch gebührend verabschiedet. Da muss er aber ein Horn raushauen. Da Also. muss er, also, Ja, aber ist ja nicht Ja. schlimm. Wir wollten eigentlich noch hinfahren vorhin, aber wir standen im Stau über eine Stunde. ja, vorhin war voll. Ja. Du erzählst denn schon? Selbstverständlich. Aber kein Seemannsgarn. Schön. So, ich will mal einmal gucken. Ja, aktuell Schlepper sind dran. VW Perfect, VW Bär. Ja, noch welche für die Schüsse haben. Aber Nein, alles gut. ja, ich glaube, einen kleinen Moment dauert das noch, bis das da losgeht. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Die ganze Hamburg Expressklasse, also insgesamt 12 Schiffe. Alle gleiche Bauart, bis auf die neueren, die dann alle dieses Windschild bekommen haben. Gibt es noch irgendwas, was so im Laufe der Zeit vielleicht geändert wurde, wo man gesagt hat, Mensch, da können wir noch mal nachbessern? Also auf der Berlin gab es im Engine Casing, also beim Schornstein, noch eine Toilette draußen. Die gibt es nicht mehr. Auf den anderen Schiffen, aber Verdammt. sonst kann ich das gar nicht so sagen. Toilette wegrationalisiert. Ja, und was ich immer ganz schön finde, so als Vergleich, Propeller 10 Meter Durchmesser ungefähr, ne? Ja, das ist. 120 Tonnen oder so, war das richtig? Ich Oder habe 100 Tonnen, also auf jeden Fall glaube ich, Ich wusste das mal. dreistellige Zahl. Ja, ich hatte mir mal für die Berlin Express, hatte ich mir mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten aufgeschrieben. Ankerkette 380 Meter lang eine. Anker selbst ein Gewicht von 24 Tonnen. Ja, Das ist schon enorm. das ist schon echt abgefahren. 297 Stufen, falls es einen interessiert. 207, hast du sie Von ganz persönlich, unten nach ganz oben. persönlich gezählt? Also ich habe es von der Werft erfahren, also ich habe jetzt nicht gezählt. Torben, sowas muss aber empirisch untersucht werden. Oh Mensch, hier ist ja wirklich richtig was los. Die ganze Family ist da. Hier ist ein Fanclub. Von Max. Das ist ja abgefahren. Und das um diese Uhrzeit. Aber wenn dann gleich nichts kommt, dann bin ich aber traurig. Ja, wir sind so ein bisschen am Rätseln, ob es denn ein Horn gibt. Der Lotse muss natürlich auch mitspielen und sagen, komm, hau raus. Ab 22 Uhr ist ja ein Verbot in der Region Altona. Also Ja, wir sind ja weit entfernt von der Region. Aber da kommt... Wer kommt denn da rein? Ist das Tunadal? Also Tunadal war auch unterwegs. Kann auch sein, dass die dahinter ist.
Nordica ist dahinter. Tunadal ist das und dahinter Nordica. Vielen Dank, ihr Lieben. Ist es denn schon diese Feeder-Action, von der du gesprochen hast? Ja, es waren insgesamt, glaube ich, 4 Fieder unterwegs. Beate ist schon durchgehuscht, als ich aufgebaut habe. Naja, so einige Schiffe sind hier ja schon durchgehuscht, ne? Das ist die Als Story ihr hier of my life. als ihr die Flagge gehisst habt. Und hier kommen schon wieder so viele nette Nachrichten. Ja, ich bin gerade ein bisschen abwesend. Ich habe das heute schon mal gesagt. Was denn? Wenn man so eine Frau hat, braucht man keinen Feind. Ist doch super. Die frieren alle schon. Mensch, im Chat ist auch schon wieder so die Hölle los. Der Glenn lässt 2 Euro Superchat da und fragt, ob wir die Perla am 26. April filmen. Glenn, Standardantwort. Wenn das Wetter mitspielt, Lust und Zeit, dann ist die Chance durchaus groß. Aber versprechen können wir sowas immer nicht, weil wir euch natürlich auch nicht enttäuschen wollen. Tommy Tulpe lässt eine Mitgliedschaft da, beziehungsweise verschenkt die. Und XY ungelöst, 5 Euro Superchat mit Grüßen aus Braunschweig. Ja, danke schön. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Ja, habe ich durchaus verstanden, die Grüße aus Braunschweig. Chrissy D., 10 Monate, schreibt endlich mal wieder live dabei. Und Andi der Sattelschlepper ist da mit 5 Schweizer Franken. Er wünscht allen einen schönen Abend und einen sensationellen Stream. Ja, schauen wir mal, ob da was bei rumkommt. Dann Danny, die Bande aus Wasserburg, lässt 2 Euro da. Danke, ihr Lieben. Eisbär63 ist seit 9 Monaten dabei. Schickt Grüße aus Bremen. Dann haben wir Mirko G. mit 3,79 Flaggenzuschlag. Oh, Flaggenzuschlag ist super. Vielleicht müssen wir immer irgendeine Flagge hier hissen. Und MH Feel Free ist seit 13 Monaten dabei. Ganz, ganz fetten Dank, ihr Lieben. Typhon, einmal Ohren zu halten. Wir hatten nicht morgen geplant, wieder Nova zu streamen. Ich habe gehört, dass der Kompass kalibriert werden soll. Ehrlich? Also, ich weiß ja nicht, was das heißt bei der Nova, aber bei der Sol war das ja ein paar Mal 360 Welcher Kompass soll kalibriert werden? von der Nova. Von der Nova. Das habe ich gehört. Morgen. Aber die ist natürlich ganz schön groß, ne? Wenn Sie mit deren 360 machen wollen da hinten. Wobei, es würde gehen. Es würde passen. Boah, das sieht echt so cool aus mit den Lichtern vom Dom. Aber es ist doch eigentlich auch ganz gut, wenn das ein bisschen heller ist hier. Ja, ja. Was wir lassen für Ja, ja. zukünftigen Streams, oder? Da hätte ich doch die Drohne mitnehmen können. Ich dachte mir, ich lasse die zu Hause, weil es eh alles ein bisschen dunkel ist. Guck mal, da kommt schon der nächste gleich. Ja, ja, da kommt der nächste. Das ist Nordica. Aber ich möchte im Moment warten, weil in die Richtung ist das Licht besser. Wir hatten jetzt schon einige Tage lang keinen Stream mehr bei Dunkelheit. Stimmt. Liegt das vielleicht daran, dass es mittlerweile draußen länger hell ist? Das könnte eventuell sein. Ich verstehe da die Zusammenhänge noch nicht so richtig. Aber es kann durchaus sein, ja.
so, eine interessante Frage, die wir auch heute bei der One Recognition hatten. Weißt du das? Ist dieses Windschild, ist das wirklich in erster Linie wegen Wind bei den Schiffen oder ist das auch... Meine Vermutung war, dass das auch sehr viel Schutz ist. Für die gegen Container hauptsächlich. Als wenn das Schiff jetzt vorne wirklich tief eintaucht, ist es eher als Schutz Wellen. Also wenn für das, die vorderen wenn es stampft Container. und dann, Ja. wenn dann die große Welle kommt. Wird schwierig für die Twistloks und Laschinger, Ja, das zusätzliche Gewicht zu halten. weil ich meine, da muss man auch mal, glaube ich, sagen, bei den Geschwindigkeiten, ob das als Windschild so, also ob dadurch das Schiff in irgendeiner Form, boah, guck dir mal bitte das jetzt an vom Licht her. Wie geil ist das denn? Roter Rauch steigt auf. Oh ja. So, die Polizei ist dann auch da. Kannst du dann ein Foto von mir nicht so weit weg, ne? Oder? Mit dem roten Rauch, das sieht richtig gut aus. Ich kann mal hier, mal gucken, ob ich hier in den Fotomodus gehen kann. So, warte mal. Bravo. Die kassiert uns gleich ein hier. Jetzt gibt's Ärger. Da ist die Nordica. Also, haben wir das mit dem Windschild auch geklärt. Aber nennt es sich dann auch Windschild oder ist es eher ein Wave Breaker? Also gibt es da einen Fachbegriff für? Wüsstest du einen? Oder? Also für diese schöne Muschel würde ich jetzt keinen wissen, aber so im normalen Fachjargon, so haben wir es jedenfalls genannt, ist es Wavebreaker. Also Wave Breaker, also Wellenbrecher dann eher. Guck, wenn man denen nichts anbietet von der Polizei, dann fahren sie auch gleich weiter. Aber wir haben ja auch nichts gemacht. ich wollte auch nicht mit dem Licht winken Nee, zur Begrüßung, nicht, dass sie mich festnehmen. dann wäre das nichts mehr mit der Schule morgen. Nee, Schule beginnt ja erst Montag. Okay. Also 2 Tage hätte ich noch. Boah, es ist schon echt abgefahren, das Licht. Der Kostbude fragt sich, wann denn in Norwegen Sonnenuntergang ist, wenn du da unterwegs bist. Ja gar nicht, oder? Wahrscheinlich gar nicht. Habe ich ja auch extra so ein bisschen so ausgewählt, dass viel Licht da ist. Wann fährt Buddy denn? 12.06. Kannst du noch mit? Bis eine Woche dann. Wie lange geht die Fahrt? 10 Tage war das, glaube ich, Ja, ne? 10 Tage. 10 Tage. Das ist dann halt über dem 21.06. Ja. Sommersonnenwende, also ganzen Ja, Tag lasst 100 Sonne. Bits da. Dankeschön. Der Hessenblitz ist mit 10 Euro da. Dabei, wollte ich sagen. Schickt herzliche Grüße an die Hamburg-Hafen Live-Gemeinde. Vielen Dank, Hessenblitz. Detlef Eggert verschenkt eine Mitgliedschaft. Oh, 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 oh. Hier ist gerade viel Wasserbewegung. Glenn lässt nochmal 2 Euro da und schreibt: We are on the Perla, 26 April. Glenn, I cannot promise that we stream it, but we always try. Der Nordlicht mit 20 Euro Superchat. Großer Respekt für die Nachtschicht. Obwohl ihr sicherlich auch eine gemütliche Couch habt. Och ja,
Wobei, lustigerweise habe ich Tanja heute gesagt, Mensch, das ist bestimmt ungemütlich da wieder und bleib doch zu Hause. Nee, sagt sie, ich habe Bock mitzukommen. Weil ich dachte mir, Mensch, Torben ist da, dann hat man eh jemanden zum Quatschen. Sagt sie, nee, ich komm mit. Also, Respekt, großen Respekt. Ist doch hier auch. Aber der Wind hat extrem nachgelassen zu Ja, heute. die Flagge macht auch nichts mehr. Flagge flaggt nicht. Ich kann ja mal kurz schauen, was denn die aktuellen Wetterdaten sagen. Guck mal, wir haben jetzt Windstärke 3. Heute Nachmittag hatten wir eine 6 teilweise. Dann der René, der ist seit 18 Monaten dabei. Und er schreibt, wann kommt denn die Hanoi? Gleich, geht gleich los. Ulrich Böcker verschenkt eine Mitgliedschaft und Lutz aus W ebenfalls. Danke ihr beiden. Red Bull ist im 3. Monat mit einem Prime Sub dabei. Dankeschön, ihr Lieben. Ja, wir können ja mal kurz schauen. Aber da scheint sich noch nicht so wirklich was zu tun. Ich denke aber, so lange dauert das nicht mehr, weil die Polizei ist schon da, die hat schon gesperrt und Polizei möchte immer schnell nach Hause. Hier wird halt auch geschrieben, das ist am Elbstrand. Also wenn ihr das Pfeifen hört, ne, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Meinst du, wir hören hier das Pfeifen? Also bitte geht mal alles, ne? Also wenn wir das hier wirklich hören. Kann er noch rüberkommen? Ja, stimmt. Plötzlich ist es hier gespenstisch still. Da kommen auch keine Schiffe, ne? Nee. Die beiden Fieder sind auch durchgebrettert. Die gehen wahrscheinlich CTT, CTA. Aber das mit dem Dom dürfen wir nicht vergessen. Wir wollten noch Riesenrad fahren, ne? Ja, Haben wir uns ja angemeldet, also müssen wir das auch machen. ja. Hier ist die Frage, um was geht's hier? Um Schiffe. Also, um das mal zusammenzufassen, wir warten darauf, dass ein Schiff über die Elbe fährt und hoffen, dass es hupt. Das ist der Inhalt dieses Kanals. Das ist die Challenge. Die Challenge. Wobei, ich habe ja vor einiger Zeit einen Kanal entdeckt, den, wenn man es erzählt, ist es total absurd. Wenn man zuguckt, lacht man sich schlapp. Kennst du Beers and Blitzer? Oder Blitzer und Bier oder so ähnlich? Blitzer und Bier. Das sind ein paar Jungs, die suchen sich immer einen Blitzer, stellen sich dahin, machen einen Livestream und immer wenn einer reinfährt in den Blitzer und es blitzt, dann trinken sie. Trinken sie ein Bier. Das ist ja geil. Und das ist so lustig, weil du die ganze Zeit guckst du zu und dann fährt wieder einer rein und dann blitzt das und dann stoßen sie an, dann hast du das Geklimper von den Flaschen und alle, hey. Und letztens hatten sie einen Standort gefunden, wo gleich 2 Blitzer standen. Einer in die eine Richtung und einer in die andere Richtung. Da haben sie in kürzester Zeit hatten sie 100 Blitzer oder so. Aber haben die denn auch wirklich 100 Bier getrunken? Nein, die trinken dann einen Schluck. Ja, ja. Also, ja. Aber es gibt doch so Lust, ich weiß nicht. das muss Aber irgendwie- 100 Schlücke können, glaube ich, auch schon eine Menge Das ist so sein. lustig, ich weiß nicht, ob das auf Facebook oder Instagram war. Da sitzen doch irgendwie so Typen irgendwo an der Landstraße und halten immer Schilder hoch. Das kenne ich auch. Wir trinken und Ja. dann wir saufen, hier, wir saufen. Ja, das können wir ja mal mit den Schiffen Das ist auch versuchen. eine lustige Kombo. Ihr hupt, wir saufen.
Ja, guck mal, man sieht da manchmal so diesen Strahler von irgendeinem Fahrgeschäft durch den Himmel. Oh ja, tatsächlich. Oh, jetzt hat es den Weißabgleich gerade etwas verkackt. Sorry, ich hoffe, er normalisiert sich wieder. Jetzt wird es wieder besser. Eine berechtigte Frage. Geht es um das linke oder das rechte Schiff? Das Schiff, um das es geht, das sehen wir noch gar nicht. Deshalb passiert hier gerade auch gar nicht viel. Es geht um die Hanoi Express. Ich kann das mal einblenden. Die ist, warte mal. So. Die liegt hier noch am Containerterminal Burchard-Kai. 2 Schlepper sind dran, VB Bär, VB Perfect. Und wir stehen, und das hier ist das Schiff, auf das wir gucken. Sim America. Tunadal ist gerade vorbeigefahren und da gucken wir auf das Heck. Das heißt, wir stehen hier an diesem kleinen Anleger, das Bubendai-Ufer, und warten darauf, dass hier gleich dann die Hanoi Express rauskommt. Mit dem Max an Bord. Ja, Max hupt, wir trinken. Hört sich gut an. Aber wir haben nichts mehr. Nichts mehr. Ja, genau, die Blitzerjungs kommen aus Berlin. Also das ist wirklich diese Idee. Ich meine, also wir sitzen an einem Auto und feiern jedes Mal, wenn einer reinfährt und geblitzt wird. So eine Idee kommt auch nur von Männern. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, da sitzen sich Frauen hin, aber es wäre auch lustig. Aber sowas ist dir bestimmt auch beim Bier irgendwie gekommen. Du saßt bestimmt irgendwie in so einer Runde. Ja, und dann kommen da so komische Ideen. Ich glaube, je absurder die Ideen sind, umso besser kommt das Ganze an. Was ich auch letztens entdeckt habe, ist ein Metzger. Der macht Livestreams, wie er metzgert. Also wie er Ja, Mettbrötchen macht. ja, wie er Mettbrötchen schmiert. Nee, wie er also quasi komplette Tiere zerlegt. Wie er Wurst macht und so weiter. Erklärt dabei alles genau von vorne bis hinten. Klingt so auch erstmal irgendwie komisch, macht das aber super interessant. Ist ein junger Kerl auch. Ein junger Metzgermeister. Also auch. Aber die Kommentare möchte ich aber auch nicht lesen. Nee, nein, ist echt. Also, also es kommt richtig gut an. Kommt richtig gut an. Also es klar, gibt natürlich auch Leute, die da nicht so empfänglich für sind, aber richtig interessant. Irgendwie muss man ja Werbung für die Berufe machen, ne? Ja, eben. Also- Und ich meine, wie viele wissen nicht, was dahinter steckt. Ja. Und vor allem halt auch wirklich das Handwerk. Na, vieles ist ja mittlerweile industriell. Da glaube ich einfach, dass es halt ganz gut tut, wenn jemand auch so einen Blick hinter die Kulissen gibt. Und ja, die verwerten halt die Tiere wirklich komplett von vorne bis hinten. Ne? Also wirklich bleibt nichts übrig. Ja, und wenn es hinterher nur noch irgendwie ein Suppenknochen ist. Wahnsinn. Krass, der Himmel da hinten. Jetzt nochmal die
Frage, wer denn als Gast heute da ist. Ja, und das ist der Torben. Torben, was genau treibst du? Ich bin Schiffsmechaniker, Azubi im 3. Lehrjahr bei Hapag-Lloyd. Der Typhinator von letzter Woche. Genau, Torben ist derjenige, den wir letzte Woche mit der Kayao Express empfangen haben. Der ein oder andere von euch hat den Stream vielleicht gesehen. Da ist Torben auf seiner letzten Ausbildungsreise, sagen wir mal. Ne? Ja. Genau. Letzte Reise klingt immer so ein bisschen doof. Ist ja hier in Hamburg eingelaufen und da haben wir ihn auch empfangen, haben auch einen Stream gemacht. Ja, da haben wir ordentlich den weißen Knopf gedrückt. Der eine kommt, der eine geht, ne? Ja. Guck mal, und Robin möchte wissen, ob Schiffe eigentlich auch geblitzt werden, beziehungsweise ob die Geschwindigkeit auch kontrolliert wird. Also geblitzt werden müssen sie ja nicht, weil die Geschwindigkeit kann man ja sehen, also man kann sie ablesen. Ne? Und das wird meines Wissens schon kontrolliert. Ne? Also es wird ja auch hier im Hafen wird ja komplett der Verkehr überwacht. Die nautische Zentrale, die hat da ja ein Auge drauf. Und meines Wissens nach wird da schon nachgeguckt, dass die Geschwindigkeiten eingehalten werden. Und Mike fragt, ob Torben nicht auch mit auf der Barkassenfahrt war. Ja, den haben wir ja noch in der Stimmt, Stadt aufgesammelt. den haben wir dann eingesammelt. Da war ich aber ein bisschen groggy. Ja, und gleich wird da ein riesen Stahlkoloss von rechts kommen. Auf der linken Seite ist der Dom. Adrian fragt nochmal, ob wir morgen Kreuzfahrer streamen. Ich denke ja. Ja, also wenn da wettermäßig nicht was Schlimmes passiert, aber morgen soll der beste Tag der Woche werden. Ich glaube schon, dass wir morgen ein bisschen Kreuzfahrer machen. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Schiffsverkehr drumherum. Ja. Ein bisschen was davor, ein bisschen was danach. Liebe Grüße auch nochmal von Brigitte, auch für dich, Torben. Liebe Grüße zurück. Die steht verkehrt heute da hinten am Elbstrand. Was machst du da? Alleine da unten am Strand. Komm mal rüber hier, ist ja noch Zeit. Ich glaube, das schafft sie nicht mehr. Ich kenne mich da mittlerweile aus mit den Fernzeiten und zu spät kommen. Ach, Brigitte, mach mal so den Daumen raus, einer wird sie da schon aufsammeln am Strand. Hoffen wir mal, dass heute nicht so ein Tag wird, wo plötzlich die Schlepper wieder nach Hause fahren und das Schiff da bleibt. Aber es tut sich immer noch nichts. Das war auch ein Ding, ne? Stieß hier alles, war ja schon eigentlich fast alles klar. Und dann drehen alle ab. Lotse Genau weg, die gleich- Schlepper weg. Genau die gleiche Situation. Plötzlich fahren die Schlepper weg, der Lotse wird wieder abgeholt, Schiff bleibt da. Aber am Wind kann es nicht liegen, denn der hat deutlich abgenommen. Ich glaube, damals war das auch kurzfristig ein Windfahrverbot, was da reingegrätscht ist. Ja, sind wir denn hier wieder bei der Deutschen Bahn mit der Pünktlichkeit? René, nein, wir sind nicht noch immer live, wir sind schon wieder live. Wir hatten erst so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir das heute Abend machen sollen. Denn heute Mittag war es echt ungemütlich. Also da hatten wir hier wirklich gut Wind. Und ja, dann dachten wir aber, Mensch, wenn der Max an Bord ist und ein schönes Hapag-Lloyd-Schiff, ein schönes neues, irgendwie ist das Ehrensache, das zu machen. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich freue mich auch schon wieder auf die lauschigen Abende hier am Bubendeiufer. Schön im Ja. T-Shirt. Auf jeden Fall. Guck mal, hier kommt eine Fachfrage an Torben.
Funktionieren die Einspritzdüsen eines Schwerölschiffsdiesel ungefähr wie die vom Pkw-Diesel? Beziehungsweise wie wird Schweröl im Brennraum entzündet? Das ist eigentlich tatsächlich genau wie beim Pkw, nur in groß. Also bei den LNG-Schiffen ist das ja nochmal eine ganz andere Sache, weil das Schiff ja mit Gas fährt und nur eine kleine Menge an, sozusagen so ein Pilot Oil wird dazu gegeben, damit das auch entzündet wird. Aber sonst funktioniert das eigentlich exakt genauso wie beim Pkw. Also Honda, das ist der Dom. Auf der linken Seite dieses bläulich-lilane Licht. Ich glaube, dass die Aliens kommen. Ja, ne? Ja, das ist nicht der Dom. Ich will mal gerade gucken, so ganz passt die Farbe eigentlich nicht. Ja. Doch, so sind wir schon am nächsten dran. In so einem Zylinder von der Maschine eines Containerschiffs kann übrigens auch der dicke Paddy drin stehen. soweit ich weiß, von der Hanoi hat er eine Länge von 3,5 Metern. Also dort, wo sich der Kolben wirklich drin bewegt. Also das ist schon... Also Chicago Express, da hatte ich wirklich die Daten. Da hatten wir, glaube ich, einen Durchmesser von knapp 1 Meter. Und ich glaube, da hatten wir irgendwas um 2 Meter Hubweg. Also das ist schon beeindruckend. Abgelegt. Schlepper sind in Bewegung mit Schiff. Das ist gut. Ja, das ist gut. Dann dauert es jetzt noch ein paar Minuten, bis sie da erstmal ausgeparkt haben und dann hier rauskommen. Und dann kommt der große Moment. Ich meine, es wäre aber schön, wenn die Schleppis auch das Schiff mitbringen, ne? Also, Ja, das wäre schön. Ja, das hatten wir jetzt einmal. Oh, hier wird schon nach Schwester Hansen gefragt. Nee, die ist, glaube ich, Schwester Hansen hat sich heute abgemeldet. Nee, Schwester Hansen hatte schon irgendwie ein Date in der Pizzeria heute Nachmittag und das war wohl etwas, naja, wie es immer wird. Ach so. Ja. Ja, macht ruhig Witze über den HSV, aber ich sag euch, die Tabelle lügt nicht und guckt einfach, wer auf Platz 1 ist. HSV? Ja, es ist so. Die Tabelle lügt nicht. Oha. Die Tabelle hat noch nie gelogen und meistens war das nicht gut für den HSV. Aber heute lügt sie wieder nicht. Aber ist auch nicht so schlimm, macht ruhig Witze. Als Hamburger ist man halt Kummer gewohnt, wenn man Fußball mag. Also Das ist so. haut ruhig raus, ist nicht schlimm. Und als Bielefelder ist man auch Kummer Genau. gewohnt. Aber mit Bielefeld haben wir ja jetzt ein ganz heißes Eisen im Feuer, was einen Überraschungserfolg angeht. Wird immer voller hier. Könnte sein, dass gleich ein Schiff kommt, oder? Ja, Schneckenrennen um den Aufstieg, so kann man es auch nennen. So kann man es auch nennen.
Gefühlt hat die ganze zweite Liga noch Chance aufzusteigen. Guck mal, hier haben wir noch eine Fachfrage. Wie viele Umdrehungen hat denn eigentlich die Kurbelwelle? Beziehungsweise die ganze Maschine, kann man ja sagen, bei so einem Containerschiff. Ne? 74. 74 ist das Maximum? Das ist komplett Maximum, ja, bei Volllast. Das wird aber mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht gefahren. Ja. Also da kann man quasi zugucken. Also die Umdrehung kann man quasi zählen. Wenn man möchte und Wenn da Langeweile hat, ja. Wenn da eine Markierung drauf wäre. Obwohl, man kann es schon Ich doch. werde hier angegriffen von der Flagge. Ja. Also, ich denke, wir klopfen auf Also die bei den Maschinen ist halt keinerlei Getriebe oder ähnliches dazwischen. Das heißt, die Kraft wird wirklich 1:1 aus der Maschine von der Kurbelwelle in Verlängerung Direkt auf den auf Propeller. den Propeller gegeben. Da noch mal ein bisschen Domlicht für euch. Gleich geht's los. Ich könnte noch ein bisschen epische Musik einspielen, wenn Max da rausgefahren kommt. So weiße Hai-Musik. Oder Ja, sowas ähnliches. Ja, seht ihr das? Manchmal geht da so ein Blitzen durch den Himmel. Das sind Was sind die Aliens? irgendwelche Was ist Fahrgeschäfte. das hier? Das sind die Landelichter. Das ist ja besser als Feuerwerk hier heute. Meinst du, die Familie eskaliert jetzt hier auch gleich? Machen die hier so richtig noch ich denke schon. Attacke? Vielleicht haben die auch so ein kleines Feuerwerk dabei oder so. Das glaube ich nicht. Ach ja, die Costco geht auch noch raus. Hinten am CTA. Costco Shipping, irgendwas mit S war das. Ich glaube, die So, war gleich geht's los hier. ja, die Costco Sen, Costco Shipping Sen. Die liegt hinten am CTA. So, und jeden Moment müsste eigentlich das Schiff zu sehen sein. Dauert nicht mehr lange. Gleich sehen wir als erstes den Schlepper. Ja, ich sehe blinken. Da kommt ein Schlepper. Und guck mal, Tom, du kriegst ja wohl schon wieder heute Komplimente, du. Vielleicht solltest du hier öfter mal auftauchen. Ulrich Böcker. Da kommt der Schlepper und im Schlepptau hat er ein Schiff. Ach
einen dicken Pott. Es gibt doch keine schönere Schiffsklasse, oder? Ah, ist das schön. Ist doch klasse, wenn sich jemand so freuen kann, oder? Es wäre natürlich noch schöner, wenn es die Singapur wäre, aber Da kommen 400 Meter Schiff raus. Und das Coole ist, alles nahezu geräuschlos. Haben wir denn schon geklärt, wo die hinfährt? Antwerpen, glaube ich, oder? ja, aber erst in 2 Wochen. Also die geht jetzt auf Anchorage für Antwerpen und dann wartet die ein bisschen. Ach so, die dürfen jetzt wirklich 2 Wochen ankern. Ja. Schön. Und danach? Also Danach geht's nach Southampton und dann über den Kap der Guten Hoffnung nach Singapur, also nach südlich. Auf die Südhalbkugel. die Gerda wartet da hinten auch schon, kann das sein? Hinter dir? Ja. Und jetzt mit diesem hellen Himmel. That has what? Fotos nicht vergessen. Ich kann jetzt keine Fotos machen. Ich mit meinem iPhone hier am Bilder machen. Hilfe. Ja, warum ankert die 2 Wochen? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist der Hafen bis dahin belegt. Genau, wahrscheinlich, weil das Terminal belegt ist. Oder vielleicht gibt es auch einen Grund, dass man sagt, man wartet noch auf Ladung oder die man mitnehmen will. Ja, kann es verschiedene Gründe für geben. Komm, jetzt den weißen Knopf, Max. Mir hat gerade ein Vogel zugezwitschert wegen dem Fahrplan. Sind 2 Wochen. Danke an der Stelle. Guck mal, wie süß das Lotsenboot daneben aussieht. Aber echt ein Klopper. Kannst du mir welche schicken über Oh, die Jungs sind doch schon wieder viel zu schnell unterwegs hier. Gleich kommt die Welle.
Ja, im Rucksack. Da konnte jemand raus auf die Nock. Jetzt geht's los. Okay, die Mama darf das. Die Mama darf das. Max, gute Reise. Schön. Ist das schön? Ja, das war richtig Ist das geil. herrlich? Richtig cool. Was ein Fanclub. Größer als bei Aida. Dafür hat es sich doch wohl gelohnt zu warten, oder? Für den Moment. Hier wird ja auch wieder fleißig gekifft. Da ist Gerda. Kommen einem ja fast Ich die würd mal Tränen, so sagen, emotional ist das. Oh, ist das schön. Ja, es ist halt doch noch mal was anderes, wenn man dann auf dem Schiff jemanden kennt. Definitiv. Also ich finde, so schräg von hinten sieht das auch irgendwie echt groß aus. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen hattet jetzt von dem Stream, aber ich hatte heute noch mal so ein paar Drohnenaufnahmen zusammengeschnitten von meinen ersten Containerschiffreisen. Das hat auch noch mal voll Spaß gemacht, sich das anzugucken. Also da waren auch ein paar sehr beeindruckende Aufnahmen dabei. Ja, aber die Fähren haben wieder was dagegen. Ich hoffe, dass wir demnächst auch eine Drohne haben, die bei Dunkelheit.
gute Bilder macht. Ja, ich hoffe, dass ich es weiß. Ja. Aber guck mal, wir können ja noch mal kurz auf die Gerda gehen, während die Fähre uns hier den Blick versperrt. Wurde die Frage schon mit der Einbuchtung beantwortet, mit der Gangway? Oder nicht? Dann haben wir Wookie mit €1 per PayPal. Um 23 Uhr soll noch die Costco-Shipping rausgehen. Ja, haben wir auch einen Zettel. Der Bunny lässt €5 Superchat da als Nachtschichtzulage. Dann haben wir Stefan W. aus HL. Seit 9 Monaten dabei. Mutti und Stefan schicken Herzchen. Ganz lieben Dank. Ulrich Böcker, €5 Superchat. Dann der Guido, 2,49, sagt, ach, Hamburg Hafen Live ist Bepanthen für die Augen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Der Remy verschenkt einen Sub an den Daytonator. Herzlichen Dank dafür. Christian Rothe ist seit 17 Monaten dabei und sagt, Hamburg Hafen Live ist jede Minute wert. Ulrich Böcker, nochmal mit €10 Superchat. Und er sagt, lieben Dank für eure aktuellen Informationen. Ganz toll. Danke auch an Torben, ganz lieber Mensch. Thorsten Klees, 13 Monate dabei mit Grüßen aus NRW. Der Whiskyhase, €10 Superchat, Anzahlung für Lindt-Schokoladenkugeln für Paddy und Tanjas Osternest. Ja, die gehen immer. Die gehen immer. Ulrich Böcker verschenkt 5 und nochmal eine hinterher. Also 6 Mitgliedschaften insgesamt. Ulrich, danke, danke. Andi, der Sattelschlepper, ist mit 5 Schweizer Franken dabei. So, nun hat der Max schon mal das Typhon-Bestätigungsknopf-Fachdiplom bestanden. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und das hat er gleich zweimal rausgehauen. Nochmal 5 Schweizer Franken mit dem gleichen Text. Mensch, danke Andi. Newman lässt €3 Superchat da und der Ulrich Böcker verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. Ist aber auch irgendwie ein doofer Gedanke, wenn man weiß, man fährt jetzt erstmal 2 Wochen auf Rede, oder? Ja, das ist. Also irgendwie ist es. Da kannst du auch nur hoffen, dass die da irgendwo halbwegs guten Empfang haben. Wobei gibt ja mittlerweile haben die Starlink Schiffe an ja Bord. Starlink, ne? Also Funktioniert das gut? sehr gut. Also, Ja? da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ist das denn reglementiert? Habt ihr ein Kontingent oder? Ja. Also die normalen Jungs, beziehungsweise wir, haben 30 Gigabyte für einen Monat und Für einen je Monat? nach für einen Monat, ja. Der reicht bei mir 1,5 Stunden. Mit dem Stream. Aber man kommt da ja nicht wirklich zu, das zu nutzen. Ne? Also am Abend, Feierabend vielleicht ein bisschen Ja. kurz Nachrichten checken. Aber man Ja, ist gut, dann ist in meistens erster auch so Linie fertig. so Surfen, WhatsApp und Ja. solche Sachen, ne? Also gar nichts, was so viel Traffic macht. Tschüss! Zunächst mal. Ja, bis er wiederkommt. Ach, ihr fahrt mit der Nova raus? Dann sehen wir uns morgen ja wieder. Höchstwahrscheinlich, ja. Alles klar. Jo, tschüss. Ist ja auch süß, die Mama. Das ist ja auch süß. Ja. Und da fährt sie dahin. Ja, nehmen wir die Costco noch mit, die aus dem Kühlbrand kommt. Ich guck mal hier. Also,
Wann kommt die denn aus dem Kühlbrand? Das ist hier. Naja, sie hat abgelegt. Wenn sie abgelegt hat, Ja, Viertelstunde. ja, klar. Chefin hat gesprochen. Torben hat Handwärmer. Also Torben, du kannst das entscheiden. Torben, wir Von nehmen, mir wir nehmen aus. dich auch mit. Du musst nicht Fähre zurückfahren. Na dann können wir die ganze Nacht hier bleiben. Die Elb Wave kommt auch noch. Mal genießen. Ah, okay. Aida Nova kommt ja auch irgendwann noch. Also Aida Nova müsste auch bald beim Lotsen sein. ja. Hier, diese Junggesellenabschiedsgang, die hat sich doch auch hier Pizza herliefern lassen. Also ich meine, Ja, wenn wir den stimmt. Hunger Das kriegen, stimmt. Irgendeiner wird es bringen, Das stimmt, ja. So. Erstmal die Kamera hier oben drehen. So, und hier muss ich nochmal gerade an der Einstellung arbeiten. Ich glaube 8:30, 7:30 so ungefähr hat die Lotse, die Nova. Wir waren ja bei Callao auf Rede und hatten wirklich eine Suppe, richtig Nebel, dicht Nebel. Und alle 2 Minuten, als sie vorbeigefahren ist, hat sie natürlich das Horn tönen lassen. Und für mich war das mein Magic Moment, jedes Mal auf die Nock. Schön. Oh, herrlich. Das war eine tolle Wache. Ja, das ist, also ich habe das einmal mitgemacht mit der Valparaiso Express. Halben Tag durch Nebel und regelmäßig das Horn. Das ist schon ein bisschen spooky. Ja, Wenn du dann rausguckst und du gerade mal vorne so ein paar Container rein siehst. das hatten wir gefühlt in jedem Hafen Südamerika einlaufen. Echt? Eine Nebelsuppe, ja. Und dann waren wir im Hafen selbst drin, dann war es weg. Also es war spooky. Callao war das und San Antonio. Weißt du noch mal, wo wir so ganz fiesen Seenebel hatten? Da wollten wir doch Island, wie hießen denn noch diese Vögel uns angucken? Ach hier, die Vögel, nicht Poffertjes, Puff, Puff. Nein. Puff. Wie heißen die Vögel noch auf Island? Nicht Puff, irgendwas mit Puff oder so ähnlich heißen die. Ist das diese fliegende Puffkins Pinguine? oder Puffkins, Popkins. Mensch, der Chat weiß es. Mensch, helft mir doch mal. Und Helft doch mal dem dummen Das war so Paddy. fies, da sind wir auf dieses Bootchen und es war nichts, also es war klarste Sicht und du fährst aus dem Hafen raus auf einer Wand, war nichts mehr da. Das war auch wieder so typisch, weißt du, wieder nicht jeden Tag jetzt wahrscheinlich konntest du diese Viecher angucken. Und wir fahren einmal mit so einem Schiff raus, ja, Nebel. Guck, Puffins oder Puffins. Lag ich ja gar nicht so, da war ich ja mit Puff gar nicht so verkehrt. Aber ein paar haben wir doch noch gesehen, ne? Ja. Ja, oder auf Deutsch Papageientaucher. Oder so. Aber die sind echt süß, die Vögel. Die sind echt niedlich. Unterfrohn, das ist heute 75. Oh, wow. Da kriegst du aber gleich auf jeden Da Fall jetzt aber mal ein fettes Geburtstagshorn. wenn es nicht mehr so laut ist. Auch für alle anderen, die heute Geburtstag haben. Happy Birthday, ihr Lieben.
Ich glaube, da war noch irgendein Schiff vor der Costco. Ich hatte eben im Chat was gelesen. Kann man sich halt nicht Hörner wünschen. Mein Schiff würde ich auch gerne mal hören. Das Problem ist, dass du es ja hier nicht hören kannst. Wenn wir es hier, Schau nach. Ich würde es ja super gerne hier laut jetzt über mach Lautsprecher doch mal abspielen, eins aber für Tom oder sich später an. Welches möchtest du denn? Mein Schiff 2 hätte ich gerne. Die ist schön laut. ja, drück doch einfach. Schön. Hörst dir später an. Definitiv. Ah, die River Mass ist das, die dann noch aus dem Kühlbrand kommt. Und dann noch die Costco Sen. Oh, guck mal, der Tin Man hat 10 € dagelassen für Pommes mit Senf. Ist mein Mann. Absolut mein Mann. Vielen Dank. Und Ulrich Böcker verschenkt nochmal eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank dafür. Mensch, Ulrich, hier eine nach der anderen. Da hauen wir doch noch einen Horn raus, würde ich sagen. Mein Schiff 4. Mein Schiff 4? Muss ich erst mal finden. Ich sollte meine Hörner mal alphabetisch sortieren. Ich drück drauf. Ja, Torben, großer Mein Schiff-Fan. Ja. Ich auf gar keinen Fall. Hast du denn die Relax-Taufe gesehen? Ja, ich bin aber ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Von dem Inhalt oder von der Übertragungsqualität? Sowohl als auch. Also aber eher vom Inhalt tatsächlich. Ja. Also ich fand bei der Taufe, dass der Hauptakteur leider nicht das Schiff selbst war, das Patenkind, sondern eher der Robbie, der da gespielt hat. Und ja, ich fand die 7 besser. War ein bisschen emotionaler, auch mit dem Kapitän, der da so eine schöne Rede gehalten hat. Der ja leider nicht mehr bei Mein Schiff fährt. Altersbedingt. Aber es war schon sehr emotional. Also mir hat sie auch nicht so gut gefallen, die Taufe insgesamt. Also das Schiff schon schön und so weiter, ne? Auch natürlich jetzt so mit Lichteffekten und ne, das ist natürlich schon tolle Bilder, aber so insgesamt inhaltlich muss ich sagen, fand ich es auch nicht so klasse, aber gut. Es ist halt eine Taufe und ab jetzt, das Schiff soll ja wirklich mega sein. Also, Es kommt ja auch nächstes Jahr hierher. ja. Dieses schon oder erst nächstes Jahr? Nächstes Jahr. Ne? Ich glaube 2026. Ursprünglich war ja der 9. Neubau, Mein Schiff Flow, geplant, dass der nach Nordeuropa kommt, aber der hat ja Verspätung und dementsprechend haben sie kurzfristig geändert und jetzt kommt die Relax. Kommt ja auch nach Hamburg. Ein paar Mal. Cool. Kann man die besichtigen? Das ist wahrscheinlich nicht, ne? Bestimmt. Kannst du ja auch mitfahren. Ist viel schöner, wenn man da mitfährt. Erst mal gucken, ne? Kannst mit Schwester Hansen. Meinst du, wir Kreuzfahrt inspizieren die erstmal? Ach, wir sind hier mit Matthias Mann. Ach, den muss ich auch noch antworten. Sorry, falls du zuguckst. Ich muss das noch machen. Wenn der da ist, kann der uns doch mal einladen und so einen schönen Rundgang mit uns machen. Also Ja, das Matthias, wär wenn mal du was. das hörst und dann hier bist, du weißt ja, ne? Guck mal, hier werden schon Tage gezählt. 191 Tage bis Mein Schiff 7.
Da will ich auch gern drauf. Und ich glaube, da gehen auch gerade irgendwelche Containerbrücken hoch. Habt ihr geplant zu streamen am 7. Mai, wenn die Mannschaft 7 kommt? Bestimmt. Ja, Standardantwort. So lange im Voraus planen wir nicht. Die soll ja in Altona liegen. Also Ist aber schon ordentlich für Altona, oder? ja, das ist ordentlich. Ja, die Kommt hat auch nicht so über oft vor. 300 Meter, oder? 315,65 glaube ich. Was kommt da jetzt aus dem Kühlbrand? Nein? Costco Shipping Sand. Ich kann ja mal kurz. Aber irgendwie kommt ja noch was anderes aus dem Kühlbrand. Ja, hier kommt die River Mass, die haben wir ja gerade, im Bild. Die River Mass. Die hat süße 120 Meter Länge und 20 Meter Breite, ist Baujahr 2001. Möchte übrigens auch nach Antwerpen. Und Wir können ja zusammenfahren. fährt unter der Flagge von Antigua und Barbados oder Barbuda. Hä? Antigua und, wie heißt das genau? Antigua und also ihr wisst schon. Ihr guckt mich beide genauso fragend an. Nein, weißt du, was ich gerade überlege? Hier, der Böhmermann, der hat doch mal irgendwie diese Flaggengeschichte da gemacht. Der hatte doch auch so komische Namen, oder? Das kann sein, ja. Das ist doch auch so merkwürdig. Und die Costco Shipping Sen, die hat dann 300 Meter Länge und 48 Meter Breite. Baujahr 2017, hat 9000 Toy. Ja, lacht ruhig, lacht ruhig. Boah, voll Vogelalarm hier. Das war schon nicht so schlecht. Antigua und Barbuda. Mensch, Ulrich verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Ulrich, ganz, ganz fettes Dankeschön. Und Tony Roberts. Hallo. Hello, Tony. Back home in Portugal and so good to be back with you. I hope you had a nice trip. Tony, welcome back. Guck mal, Tom, hier ist noch eine Frage an dich. Wie viele Stunden pro Tag arbeitest du eigentlich? Und wie oft bist du zu Hause an Land? Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Woche, also wenn ich jetzt an Bord bin, von montags bis freitags, fangen wir meistens, da ich ja Schiffsmechaniker Azubi bin und meistens in der Maschine arbeite, fangen wir um 6 Uhr an. Haben dann natürlich gegen 7:30 eine kurze Pause, Frühstückspause. Arbeiten dann so von 8 bis 17:30 Uhr und am Wochenende dann nur von 8 bis 15 Uhr, 15:30 Uhr. Haben dann Freizeit. Und am Sonntag arbeiten wir Azubis gar nicht. Da haben wir dann sozusagen Zeit für uns, für unsere Papiere und Ausbildungssachen, die wir machen müssen. Projektarbeiten und sonst irgendwas. Und ansonsten normal von 8 bis 12 für die anderen Kollegen Arbeitszeit. Und je nachdem, wie lang mein Vertrag ist, beziehungsweise meine Reise, die ich fahre, kann es gut mal sein, dass ich einen Monat oder 2 zu Hause bin, je nachdem von der Länge. Also ich denke mal, bei 4 Monaten, wie es jetzt bei Max ist, hatte ich dann gut 2 Monate, 1,5 Monate frei. Also nicht schlecht, sagen wir mal so. Ja, das Schöne ist, wenn die Schiffe hier an dem Terminal vorbeifahren, bekommen die zumindest immer so ein ganz bisschen Licht von der Seite ab. Ansonsten wäre das echt nur Schwatt und dunkel. Guck mal, Anthony war in Norfolk. Norfolk, ja. Ist da nicht auch so eine große Marinebasis? Ja, er hatte auch irgendwas geschrieben.
Und der Waschbär lässt auch noch mal 5 Euro da. Dankeschön, lieber Waschbär. Ja, 23:30 Uhr. Wir stehen hier am Anleger Bubendeiufer mit einer wehenden Hapag-Lloyd-Flagge und gucken Schiffe. Ganz normal. Also ich habe eine Mittagsstunde gemacht, weil ich ja schon ein bisschen älter bin. Also ich kann auch ein bisschen. So, jetzt fährt er aber hier richtig ins Dunkle rein, der Kutter. Okay, dann warten wir jetzt noch auf die Costco Shipping Sen. Ja, hier möchte noch mal jemand wissen, wie es für dich weitergeht nach deiner Ausbildung Wie zum geht's? Schiffsmechaniker. Was ist oder was wünschst du dir oder planst du dann für deinen Werdegang? Also mein Plan. Plan ist gut. Also ich fange jetzt im September dann mein Nautikstudium an. Es geht dann gut 3 Jahre. Und danach mal schauen. Ne? Also ich möchte jetzt nichts sagen, nicht, dass Hapag-Leute sonst irgendjemand zuhört. Also ich kenne ja einige, die aus dem Office dann mal gerne mal den Livestream gucken. Deswegen halte ich mir das offen. Aber ich sag mal so, es gibt ja auch noch eine andere Reederei, für die mein Herz schlägt. Und mal schauen, ob es mich vielleicht dahin verschlägt. Und dann natürlich irgendwann als Ziel Kapitän. Ne? Also das ist schon immer mein Traum gewesen. Ich warte darauf, dass Torben das erste Mal als Kapitän hier in den Hafen kommt. Das wird so eine Hornparty. Das fängt schon da hinten an. Ey, Knopf runterdrücken, Stück Kaugummi dran und lass hupen das Ding. Aber es ist ja so krass, wie weit man die Schiffsfahrer tatsächlich in ganz Hamburg hört. Also wenn wir bei uns im Garten sitzen und der Wind gut ist, du hörst das wirklich. Wenn der Wind richtig steht, das ist hörst du echt in dir. Eidelstedt und das ist ja nun wirklich noch ein ganzes Stück vom Hafen weg. Ne? Also es ist krass, das ist aber auch einfach so cool. Ich fand das, in der Hafen City ist das ganz schön. Ja. Ich bin einmal da mit Mein Schiff 4 2015 ausgelaufen und da halt das. Also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ich denke auch dort wird es immer noch hallen. Das ist schon ein schöner Klang, sagen wir mal so. Ja, die Kackbratze will es ganz genau wissen. Wie viele Sekunden oder Millisekunden ist ein Einspritzvorgang im Zylinder? Und wie viel Öl dabei? Torben, das ist quasi das ist jetzt wie Das ist Prüfung hier. Prüfungsfrage. Ja, Ist das prüfungsrelevant sowas? nee, also für meine Ausbildung nicht, aber ich denke, in diesem Punkt setzen 6, das kann ich nicht sagen. Ja, Costco Shipping Sen ist jetzt gerade unter der Kölbrandbrücke. Und dort haben wir aktuell eine Durchfahrtshöhe von 55,1 Metern. Wir sind mit einem Airdraft von 52,3 Metern durch. Mit der Callao Express letzte Woche. Da kam Kapitän auch ins Schwitzen. Ich stand ja damals, als ich das allererste Mal im Containerschiff nach Hamburg kam. Das war mit der Kuala Lumpur Express. Ja, aber das ist so dunkel, das Schiff. Das hatten wir ja gerade die ganze Zeit im Das Bild. andere kommt auch, ne? Bitte? Ach, von hinten kommt da ja noch eins. Holla die Waldfee. Komm, wir machen mal einen Turboschwenk. Sorry, Leute, wenn jetzt jemandem schlecht wird. Das hat nicht mehr gereicht, die Kamera umzuschalten. Gut, dass wir Tanja haben, die hat den Ja. Überblick. Nee, gut, Tanja hat's- nee, das ist Tanja jemand hat's anders am geschnallt. anderen Ende, der hier mal schreibt. Hier ist die Elbwave. Ups, Ich bin da raus. beinahe verpasst. Ja, und was ich sagen wollte, mit der Kuala Lumpur Express, baugleicher mit der Chicago Express, sind wir auch zum Containerterminal Altenwerder und da stand ich auf dem Peildeck.
Und das ist wirklich, also du denkst Kopf einziehen. Auch wenn da noch, ich weiß nicht, wie viele Meter da noch waren, 5 Meter oder so. Aber da ziehst du automatisch den Kopf ein. Auch ein schönes Schiff, die Elbwave. Haben wir hier noch richtig Action? Aber guck mal, da Es hinten geht ist hier schon richtig zur Polizei. Sache. Die sperren da schon was. Ja, das kann sein. 300 Meter aus dem Kühlbrand, da ist auch schon mal die Polizei dabei. Ulrich, Mann, noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Der Chat wird richtig grün. Ulrich, ganz, ganz lieben Dank dafür. Hanoi Express kann rein theoretisch maximal 23.600, was war es, 64? 64. 64 Container laden. Das sind aber 20 Fuß. Standardcontainer, 20 Fuß. 11.870 40 Füßler, also die man auch auf LKWs sieht. Ja, also die meistens sieht man die 40 Fuß. Hier seht ihr zum Beispiel hinten die Evergreen, das sind 40 Fuß Container. Und in der Mitte des Schiffes, da wo auch One-Container stehen, das sind 20 Fuß Container hier im Bild. Also 20 Fuß ist eigentlich so das Gängige mittlerweile. 40 Fuß ist das Gängige, 20 sieht man deutlich weniger. Beate verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Beate, Dankeschön. Und Jens Peter schließt sich an. Auch noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Danke, ihr beiden. Ja, also nicht nur Feeder laden Container von verschiedenen Reedereien, auch die großen Containerschiffe laden Container von verschiedenen Reedereien. Und es muss auch gar nicht zwingend sein, dass ein Container von einer Reederei ist. Also es gibt natürlich viele Reedereien, die auch eigene Container haben. Hapag-Lloyd hat eigene Container, Maersk hat eigene Container, Evergreen und so weiter. Aber es kann auch sein, dass man mal Container sieht von Unternehmen, die gar keine eigenen Schiffe haben, die also nur mit Containern
quasi handeln. Das kommt auch vor. Jutta schickt noch mal eine kleine Nachtzulage. Herzlichen Dank, Jutta. 2 Euro. Und Ares Gaming, herzlichen Dank für deinen Sub. Schön, dass du dabei bist. Willkommen an Bord. Wow. Wow. Grüß mir die Welle. Jeden Moment müsste eigentlich die Costco da hinten rauskommen. Ach guck mal, Kerstin meldet, Nova und Zoll sind bald schon in Cuxhaven. Ja. Na dann. Ja, aber es passt ja auch, die sind ja meistens zwischen 5 und 6 Uhr da. Ist ja bald. Du. Ach Mensch, Ulrich, womit haben wir das verdient heute? Nochmal 10 Euro. Einfach so, weil es super schön ist. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und dann ist ja die Frage, ob wir auch Hörner von Fregatten aufgezeichnet haben. Ja, haben wir in der Tat. Wir haben zum Beispiel, ach guck mal, die haben jetzt schon oft nicht mehr gespielt, hier von den Japanern, die Kashima. HMS Portland hatten wir dann, die Shimakase. Also nicht so wirklich viel, aber so ein paar. Da kommt auch die Costco Shipping Sen. Ja, Killerhörnchen, den 400 Meter hast du verpasst. Da musst du ein bisschen zurückspulen. Aber lohnt sich. Lohnt sich. Ein toller Moment. Mit, Ich meine, so jede Woche so einen emotionalen Ein- oder Ausflug, das hält man ja nicht aus, oder? nee. Das ist halt das Interessante. Also es ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite auch schlecht. Wir werden ja immer gefragt, wann wir streamen, und es ist irgendwie so eine ständige Rotation drin. Also es gibt Phasen, da ist tagsüber sehr viel los, dann gibt es Phasen, da ist es abends und teilweise halt auch wirklich mitten in der Nacht, was halt natürlich oft auch daran liegt, dass die Schiffe mit der Flut rein bzw. mit der Ebbe teilweise rausgehen. Einige Schiffe sind natürlich auch auf genug Wasser angewiesen, also brauchen halt so und so viel Wasser für ihren Tiefgang. Und da ja Ebbe und Flut immer einen Zyklus von 12 Stunden 25 Minuten, glaube ich, haben, also 24 Stunden und 50 Minuten oder so, berichtigt mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Aber ich meine, es ist halt so knapp über den 12 bzw. 24 Stunden. Deshalb verschiebt sich Ebbe und Flut, also der Scheitelpunkt, jeden Tag um so circa 50 Minuten. Und dadurch haben wir im Prinzip ja, jede Woche eine sich leicht ändernde Situation.
Guck mal, Richard meint auch, am besten noch zum Auslaufen den Walkürenritt laufen lassen. Ja. Ich wollte extra keine, also ich habe hier so ein bisschen Musik, die ich einspielen kann, aber ich wollte es nicht machen, weil ich natürlich jetzt nicht wusste, was mit dem Horn ist. Ja. Max Mama hat ja schon so da reingeschrien in das Horn. Aber ich dachte auch, Mensch, die Mama, die darf das. Guck mal, hier ist noch so ein Vogel da über dem Schiff. Was sind denn das für Vögel, die hier so nachtaktiv sind? Sind das etwa noch Möwen? Die sind von Hala. Es wird aber auch frisch. Ja, Ja, Wahnsinn. so. Kann der letzte Dampfer hier auch kommen. Ist das der da schon kommt? Ja. ja, ja, genau. ...300 Meter lang, was hatte ich gesagt, 48 Meter breit und rund 9000 Standardcontainer gehen hier auf die COSCO Shipping Sen. Ich glaube Baujahr 2017. Ja, kommt hin. Ja, der Wind hat wieder so ein bisschen zugenommen. Vorhin war es mal fast windstill, aber die Flagge weht. Die Hapag-Lloyd-Flagge weht. Frank sagt, du bist ja auch so ein Vogel in der Nacht. Hat er irgendwie mit recht, finde Ja, ich. ne? Oder? Guck mal, Basti ist auch wieder da. Moin. Der Basti. Der Unser Basti. Der Basti. Der Basti. Nee, Wir haben einen ganzen Haufen davon. ich glaube, unser Basti, unser Mod-Basti, der hat, glaube ich, heute die Segel gestrichen. Der hat so einen langen Tag heute gehabt, der ist immer auf. Da kommt wieder ein Wavemaker. Niklas fragt was. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das musst du Torben fragen. Kannst du das, die Frage von dem Niklas? Sagt mir nichts. Nee, auch nicht. Also Niklas, sorry, weiß keiner hier. Ja, in der Tat juckt das die größeren Schiffe überhaupt nicht hier mit diesem kleinen Wellengang, aber unseren Anleger, unseren Ponton, der gerät jedes Mal in Schwingung, wenn hier ein Boot vorbeifährt. Ja, die nehmen wir noch mit und wenn die an uns vorbeigefahren ist, dann geht die komplett irgendwann ins Dunkle.
daher würde ich sagen, dass wir uns schon mal so ganz langsam verabschieden, oder? Nee, das ist nicht die Hanoi. Die Hanoi ist schon weg. Das hier ist jetzt die Sen. Costco Shipping Sen. Hanoi ist ein bisschen größer. Wobei ich finde, wenn man auf den Schiffen drauf ist, ist 300 Meter auch groß. Ja, das stimmt. Das habe ich, als wir auf der Callao Express gewesen sind und an Aida Nova vorbeigefahren sind, habe ich das gemerkt, wie groß wir eigentlich sind. Weil Callao Express ist ja so mitunter schon sehr klein, was wir für Hapag-Leute haben, außer natürlich die Aber Colombo-Klasse. ist genauso lang wie die Nova, ne? Nee, Nova ist ein bisschen länger. Wir sind 333 Meter Ja. und Nova 3, 4, 5 Meter. Ist das noch eine handliche Aber Größe? fast. Ist es eine Fast. handliche Größe, ja. Ja, aber ist fast. Der Eisbär verschenkt noch 5 Mitgliedschaften. Eisbär, Dankeschön. Ja, richtig, hier kommt nochmal der Hinweis. Auf der Elbe können sich jetzt, ist jetzt mehr Platz für Begegnungen. Also die haben jetzt ein paar Meter mehr freigegeben. Ich glaube, vorher war die addierte Breite der Schiffe durfte 102 Meter sein. Und jetzt ist, glaube ich, die addierte Breite der Schiffe, die sich begegnen können in der Begegnungsbox, 110 Meter oder 112 Meter oder so. Das heißt, da ist jetzt ein bisschen mehr Platz. Reicht immer noch nicht, dass sich 2 400er da begegnen können. Aber das ist alles im Rahmen der Elbvertiefung. Jetzt haben sie, glaube ich, also die haben nicht mehr gebaggert, aber die haben jetzt, glaube ich, einfach ein paar Meter mehr freigegeben. Ob das gut geht? Ja. War in den Medien. Ich glaube, ich habe es auch beim NDR gesehen. Irgendwann die Woche. Wir hatten das tatsächlich, jetzt wo ich das gerade sehe, wie lang 300 Meter eigentlich sind, als Scherz mal ausgerechnet auf der Singapur, wie viele Container, wenn man die alle aneinander reiht, das wäre von Hamburg nach Hannover tatsächlich. Das ist Ja. schon der Wahnsinn. Ich stelle mir gerade so eine Autobahn vor, wo überall Container stehen. Ne? Also wirklich so von der Länge gesehen. Wahnsinn. Lauter so Druckverlust-LKWs. Ja, genau, das ist die AIDA. Buchen Sie Ihre nächste Reise. Also du hättest ja jetzt wahrscheinlich nichts dagegen, wenn das deine AIDA wäre, oder? Ich würde das Containerschiff der AIDA wahrscheinlich vorziehen. Auf welcher AIDA geht's denn? Ich glaube Prima. Auf die abgeschnittene Torte. Oha. Oh je. Wer hat das denn empfohlen? Das ist
Also alles hat seine Hater. Alles gut. Man muss die Erfahrung machen, sagen wir mal so. Ich war auch schon auf der Prima. Einmal hat gereicht. Die weißen Container mit Hapag-Lloyd-Aufschrift sind übrigens Kühlcontainer oder auch Reefer-Container genannt. Jens fragt nochmal, wie oft werden wir noch Hapag 400-Meter-Schiffe in Hamburg sehen? Ja, glücklicherweise ja jetzt doch noch länger, denn die Hanoi und die Singapore Express bleiben wohl in Hamburg. Also es sind nicht alle abgezogen worden. So zumindest jetzt die letzte Info, die ich bekommen habe. Mal gucken, wie lange das so bleibt. So, was haltet ihr denn davon, wenn wir so langsam den Stream mal ausklingen lassen? Also ich habe eine super Idee. Du heizt jetzt das Auto für Torben und mich vor und du kannst dann Soll abbauen. Wir können dir ja eh nicht helfen. Gute Idee, oder? Klingt super. Ja, soll ich schon mal das Auto vorheizen? bitte. Mache ich das schon mal für euch. Hä, wieso? Hä, was funktioniert denn jetzt hier nicht? Jetzt muss ich mich anmelden bei der App. Technik, die begeistert. Volkswagen-App, meine E-Mail-Adresse. Nee, sorry, geht jetzt gar nicht. Okay. Ich muss mich da... Wieder irgendein Update, muss man sich wieder neu anmelden. Ja, ist Brauche ich jetzt wieder auch das nicht so Passwort. Holla, die Waldfee. Ja, ihr Lieben, Mensch, ich hoffe, euch hat das gefallen. Also ich fand das klasse. Ich fand das auch gut. Zum Ende hin, ja, jetzt ein paar Grad wärmer, wäre nicht schlecht gewesen, aber im Großen und Ganzen war es schon eine runde Nummer. Ja. Cool beflaggt. Wir wünschen Max natürlich eine gute Reise. Vielen Dank, Max, falls du das nachträglich nochmal anhörst, für das Horn, für diesen tollen So cool, Moment. dass das geklappt hat. Das ist so cool. Wir haben es richtig gefeiert, vor allem auch die ganze Family. Man hat's gehört. Wahnsinn, wie die geschrien haben, ja. Ja, vielen Dank, dass ihr auch alle wieder dabei wart und dass ihr wieder ordentlich im Chat unterstützt habt. Danke natürlich auch für eure Kanalunterstützung, die ganzen Spenden, die Mitgliedschaften, die Bits und die Subs. Dicker Dank geht auch an unsere Hafenwichtel. Die auch mal wieder durchgehalten haben als Nachtschicht. Ja, und morgen natürlich streiken die alle. morgen streiken die. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an Torben. Sehr gerne. Ja, und morgen gucken wir mal. Aber ich denke, morgen ist AIDA-Time. Irgendwas werden wir da schon machen. Aber ich glaube, es ist auch einiges davor und danach. Also es ist nicht nur AIDA, insofern. Ja. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haut rein. Gute Nacht. Bis morgen. Schlaft Bis schön. gleich, würde ich sagen. Bis gleich. Morgen wird dann, ausgeschlafen. Morgen wird ausgeschlafen. Tschüss, ihr Lieben.